Hi zusammen, heute machen wir leckere Cevapcici. Das sind Hackfleisch... Gegrillte Hackfleisch. Gegrillte Hackfleischstangen. Also Cevapcici kennt eigentlich jeder, ich muss gar nicht beschreiben, was das ist. Ihr könnt das nach diesem Rezept grillen oder so wie ich heute in der Pfanne anbraten. Ich weiß, es gibt das Traditionsrezept aus dem Balkan. Ich glaube, ursprünglich wird es dann auch mit Schwein und Lamm gemischt gemacht. Ich glaube auch ursprünglich aus Bosnien, oder? Ursprünglich aus Bosnien, aber auch in der kroatischen Küche mega beliebt. Also generell den ganzen Balkan. Und heute mache ich das eben auf Kiki-Art. Ich nehme heute Rindergehacktes. Ich nehme Zutaten, die ihr wahrscheinlich auch schon alle so zu Hause habt und zeige euch eine ganz einfache Zubereitung. Und dafür fange ich jetzt direkt an. Läuft die Kamera? Super. Ich nehme jetzt meine Gemüsehobel und reibe da Zwiebeln rein, also schön fein am besten. Diese feine Seite benutzen, wenn ihr es grob macht, dann hat das für mich nicht so ein leckeres Mundgefühl. Im Anschluss geben wir die Knoblauchzehen dazu und ich presse jetzt einfach durch die Knoblauchpresse. Ihr könntet sie auch fein hacken. Dann kommen natürlich noch Salz und Pfeffer dazu und ich möchte auf Petersilie jetzt auch nicht verzichten. Dadurch, dass ich es sehr fein möchte, nehme ich hier mein Wiegemesser und gebe das jetzt auch noch mit dazu, wobei die Petersilie echt optional ist. Aber probiert es mal aus, die gibt echt nochmal einen richtig leckeren Geschmack. So, und jetzt kommen noch 3 wichtige Zutaten und zwar einmal hier rüber unser Backpulver, das ist super, super wichtig, das gebe ich direkt schon mit dazu. Und unsere 2 Gewürze. Ich nehme hier Paprika edelsüß und Pulbiber. Ich weiß, das ist jetzt ein türkisches Wort, aber das sind Paprikaflocken und die sind ein bisschen schärfer und ich mag es halt gerne, wenn es nicht so scharf ist. Deswegen nehme ich auf jeden Fall noch Paprika edelsüß mit dazu. Sag mal, sind das neue Gewürze? Ja. Boah, So. Mega! Finde ich auch. So, das war ich wieder mit meiner Werbestimme. Da war der Hamza mit seiner Werbestimme. Also ich verlinke euch nicht nur die Gewürze und auch meine Utensilien aus dem Shop in die Infobox, sondern auch die ganz genauen Mengenangaben, falls ihr euch wundert, wo sie denn stehen. Und jetzt geht's los. Jetzt nehme ich mir die sauberen Finger und knete das richtig lange durch, sodass die Masse auch sich ineinander so ein bisschen verbindet. Also ihr werdet es merken, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber je länger ihr knetet, desto besser könnt ihr sie später dann auch formen. Das könnte man theoretisch auch mit einer Küchenmaschine jetzt machen, oder? Genau, das könnte man auch mit einer Küchenmaschine machen, das hast du richtig erkannt. Richtig? Ich würde tatsächlich den Rührhaken nehmen. Ja, meine ich ja. Ich habe jetzt ganz genau 5 Minuten mit meinen Händen geknetet und man merkt, dass die Konsistenz echt anders wird. Also es verbindet sich einfach alles miteinander. Und wenn ihr lange genug knetet, braucht ihr auch weder Ei noch Paniermehl. Und jetzt deckt ihr das ab. Entweder nehmt ihr euch Frischhaltefolie oder irgendein Gegenstand. So mache ich das. Und jetzt sollte das für 1 Stunde in den Kühlschrank, wenn ihr mehr Zeit habt, 2, 3, 4 Stunden, ist vollkommen egal. Hauptsache, die Gewürze ziehen richtig schön ein, Knoblauch und Zwiebeln entfalten sich und dann geht es weiter. Aber ich mache in der Zwischenzeit schon mal Tzatziki dazu. Warum gehst du nicht aus dem Bild jetzt? Ach so, soll ich aus dem Bild gehen? Ja, du so im Kühlschrank. Okay, ja, bis gleich. Für unser Tzatziki ganz einfach Gurken, frische Minze, ihr könnt auch gerne getrocknete nehmen, Knoblauch und Salz mit zum Joghurt geben und dann kurz verrühren. Ich habe hier fettarmen Joghurt genommen, 1,5%igen. Ihr könntet auch den fettreichen nehmen und mein Tipp, falls ihr zum Beispiel jetzt nur 10%igen da habt, könnt ihr da ein bisschen Mineralwasser geben und das Ganze so ein bisschen auflockern. So, und jetzt geht es schon weiter mit unserem Fleisch. Und da habe ich mir was richtig Tolles überlegt und ich habe es auch gerade mal ausprobiert, das funktioniert auch. Ihr nehmt euch einfach einen Spritzbeutel, natürlich geht das auch ohne, dann formt ihr das ganz einfach mit den Händen. Aber ich zeige euch mal, wie einfach und schnell das geht. Gleichmäßig große Stücke, ne? Genau, gleichmäßig groß und es ist halt wirklich einfacher und schneller und dadurch, dass die auch gleichmäßig sind, werden sie dann gleichzeitig gar gleich im Fett. Also einfach reingeben und dann nehme ich mir, also ich mache da jetzt auch keine Tülle dran. Ich finde das jetzt ein bisschen übertrieben, das könnte man auch machen. Aber Das ist eine Tülle. ja,
Ich nehme jetzt einfach ein Messer und schneide vorne die Spitze ab und dann hat man ja automatisch ein Loch. Schere, Kiki. Was habe ich denn gesagt? Messer. Ah, eine Schere, Entschuldigung. Und jetzt bereite ich mir das hier vor auf meinem Brett. Danach erhitze ich mein Fett in der Pfanne und dann kann das schön gleichmäßig ausgebraten werden. Dann eine Schere nehmen und das hier einfach abmachen. Schere, Messer. Ah, ein Messer, oh mein Gott! Ja. Du magst es, hier wild zu sein, ne? Ja. So, wir machen jetzt Teamwork. Ja. Ich presse und du schneidest. Genau, und jetzt ranhalten und dann hoch, ne? Ja. Leute, ich bin krass, ey. Der ist perfekt geworden. Krass, ne? Boah, du filmst und schneidest. Ich filme und schneide. Also, cutten. Und yes. So, ich gucke immer zwischendurch, ob die schon gar sind. Ja, perfekt. Ich rate euch schon dazu, viel Öl zu nehmen. Also ihr müsst sie nicht komplett da drin frittieren, aber es ist schon so fast wie frittieren. Dann werden sie meiner Meinung nach echt am besten und die brauchen so pro Seite circa 2,5 Minuten. Nicht länger. Also ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das so erkläre, aber ich glaube, dadurch, dass man das ja nicht schmecken kann durch die Kamera, muss ich das erklären. Die sind außen knackig und innen soft. Und dann könnt ihr sie mit Gewürzreis essen. Reiz. Oder mit Aiwa, das ist diese typische Paste. Ist das scharf? Oder, ja, genau, die ist scharf. Oder einfach hier in Tzatziki tunken und dann rein damit. Boah, richtig lecker. Was auch viele machen, die nehmen sich dann Brot, zum Beispiel Pita-Brot oder Fladenbrot, irgendwas und tun sich das dann da rein. Wie so ein Auch richtig Döner. lecker. Wie so eine Art Döner. Ja. Boah, das darfst du nicht sagen, das ist so Ja, ich meine. Döner und... Reis hast du ja auch schon gesagt, dass das ist. Genau, man kann auch Reiz, was habe ich heute? Reis. Reis, Gewürzreis zum Beispiel, wie ihr möchtet. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen und schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ich habe gerade eben noch gezählt, es kommen 56 kleine Cevapcici raus, also die sind dann schon relativ klein. Wenn ihr sie länger macht, dann vielleicht so 50, 48, nur damit ihr da so Bescheid wisst. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, diesem Video eine positive Bewertung in Form eines Daumens dazulassen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. So, Hamza macht den Taste-Test für uns. Ich mache den Taste-Test jetzt für uns. Ich habe ein bisschen lauter geredet, weil das Mikrofon ist hier. Ich habe in meinem Leben noch nie Cevapcici. Cevapcici. Ich verwechsel das mal mit Cevapci. 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 Auch lecker. Ey, was für diese Gabel? Ich mag das nicht. Ich bin Araber, ich esse mit der Hand. Ich weiß, was du meinst mit diesem außen knusprig und innen weich. Und das schmeckt heftig. Vor allem ist es einfach lecker gewürzt. Das ist einfach nur Hackfleisch mit Salz, sondern man merkt einfach, da ist ein bisschen mehr drin. Und ich schwöre es dir, der schmeckt gegrillt. Es schmeckt gegrillt, ich weiß nicht wieso. Der schmeckt gegrillt, ja, keine Ahnung. Vielleicht macht es die Petersilie drin, aber es schmeckt irgendwie gegrillt. Also lecker gegrillter, ich sag mal, ich vergleiche es mit Köfte, so ähnlich. Aber obwohl es in der Pfanne gemacht hat, schmeckt das gegrillt. Und das ist dieses Eiwa, ne? Ja. Okay, ich hoffe, das ist nicht zu scharf, weil ich mag keinen scharf. Du hast mich reingelegt, dass es Tomatenmark. Ich hatte kein Eiweiß da, ich wollte es so imitieren, weil das ist halt ein Rezeptvorschlag. Ich habe dich einfach geprankt. Aber es schmeckt gut. Also Leute, ihr Balkanländer, ihr habt echt leckeres Fleisch. Kiki? Das Witzige ist ja, wir während des Drehs so Du locker... lass mich auch nur essen, ey. Ich habe locker so 8 Stück oder so während des Drehs gegessen. Ah, ist das schwer, die Kamera ist so schwer, mein Arm bricht ab. Ja. Oh, auf jeden Fall sieht man so im Hintergrund, zeig mal,
Da liegt schon meine Decke aus dem Schlafzimmer. Mein Kaffee steht bereit. Datteln habe ich mir befüllt mit Haselnusscreme. Wollten wir so einen Filmeabend machen? Ja, aber ich bin noch mal Mittagessen. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter als du heute. Du musst auf mich warten. Leute, ciao. Tschüss. Sollten wir das also was öfters machen? Also hier im Wohnzimmertisch essen, das probieren? Oh, Entschuldigung. Das ist unser neues Format. Das ist unser Tasty Table. Tasty Table. Okay, Tasty Table jetzt immer hier. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Wie machen wir das aus hier?